Hallo, herzlich willkommen. Wir befinden uns gerade nördlich Norwegen im Eismeer und wir sind am Deck der Scharnhorst. Wir spielen gerade Battleship Command. Das Ganze ist ein neues Early Access Spiel, entwickelt von einer Person, das im Prinzip ja, die Scharnhorst nachstellt und uns eine Simulation von Schlachtschiffen ermöglicht. Und zwar mit einem Komfort, den man vielleicht aus einem alten Silent Hunter 3 kennt. Das heißt, wir können unterschiedliche Stationen bespielen. Wir können uns hier an Deck frei bewegen. Wir können dann die Station übernehmen. Das heißt, wir können als Kommandant eben das Schiff leiten. Wir können den Maschinenraum bearbeiten. Wir können aber auch in der Feuerleitzentrale die Kanonen bedienen. Also die Hauptgeschütze, Nebengeschütze etc. Das kann man aber auch die künstliche Intelligenz übernehmen lassen. Und wir können auch unsere Flotte hier mit Kommandos versorgen. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel einen Kreuzer der Deutschlandklasse. Und wir haben hier 2 Torpedoboote, sollten es sein. Ja, genau. Also im Prinzip ja kleinere, wie so Zerstörer, aber Torpedoboote, wie dem auch sei. Und wir haben den Auftrag, hier eben nördlich Norwegen, wir sind von den Lofoten aus auf dem Weg, einen Konvoi abzufangen, der ja gemeldet wurde. Wir sollen das im Verbund mit der Luftwaffe machen. Das heißt, wir werden einfach mal hier einen Kurs setzen, falsch, rein ins Konvoigebiet und dann ein wenig suchen. So eine Art Rastermuster. Vielleicht brauchen wir das gar nicht, aber ja. Wir sollen größeren Kampfverbänden aus dem Weg gehen. Das heißt, wenn wir auf irgendwelche schweren Geschütze treffen, dann sollen wir da einen Bogen drum machen. Ist ja klar. Wir wollen ja hier nicht unser Schlachtschiff verlieren, sondern wir wollen die Konvois nach Russland abfangen. Ja, und das heißt, wir sind eigentlich ganz gut bewaffnet, wenn wir eben leichten Widerstand vorfinden. Ein größeres Gefecht auf See sollten wir uns vielleicht mit der Flotte hier nicht liefern. Also dann, wir schippern gerade mit voller Kraft, das ist in Ordnung. Das heißt, wir nähern uns jetzt erstmal der Konvoi-Route und dann melden wir uns nochmal. Oha. Da haben wir doch unsere Radarkontakte und zwar gar nicht mal so wenig. Das heißt relativ, Kurs Südkurs, dann sehen wir zu, dass die anderen Flotten... Ach, das ist die Graf Spee, okay, ja. Sollen alle Informationen bleiben und erstmal nicht frei feuern, damit ich selber hier entscheiden kann. Da haben wir unsere Radar Returns wieder. Ja, genau, wir drehen natürlich jetzt stark. Das ist gut so. Das heißt, so weit sind die Kontakte gar nicht entfernt. Rechts ab auf Steuerbord. Das sind Kontakte, aha. Genau, die Torpedoboote melden das jetzt auch. Da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Man sieht auf jeden Fall, dass dort immer mehr Kontakte jetzt reinkommen. Wir können jetzt mal in die Feuerleitzentrale. Können auch schon mal alles einstellen. Das Radar für die Zielerkennung einschalten. So, in diesem Feuerleitrechner haben wir natürlich eine viel größere Vergrößerung. 11 Grad Steuerbord, das ist doch eine Meldung. Ah ja, da sind sie doch, okay. Nein, das erkennt man auf jeden Fall. Und das sind Frachter. Hier steht fest. Frachter. Leider ist der Nebel störend, das heißt, ihr werdet wahrscheinlich schlecht sehen. Ist aber kein Problem, wir sind auch auf dem Weg. Das hier ist kein Frachter. Das ist ein Problem. Das sind wieder Frachter. Das hier ist kein Frachter. Das hier ist kein Frachter. Das ist ein Kriegsschiff. Und zwar kein kleines. Gut.
glaube, meine Sorge war unbegründet. Es handelt sich um Frachter allesamt. Das heißt, da lagen einfach mehrere Frachter übereinander und das hat mich verwirrt oder geängstigt. Das ist also nicht so schlimm. Also dann. Gegnerkurs 85. Konvoikurs. Ja, ungefähr. Also Buglage links 90 mehr oder weniger. So, das ist gut. Ja, Geschwindigkeit. Was macht der so ein Konvoi? 12 Knoten. Irgendwie so. Entfernung können wir auch anhand der Karte mal schätzen. 17 Kilometer. Das ist natürlich noch recht hoch. Wir werden das mal abgleichen. Wir könnten das hier auch optisch machen. Ist aber leider sehr schwer zu erkennen bei schlechter Sicht. Also, ihr erkennt es wahrscheinlich sowieso überhaupt gar nicht. Ich kann es auch schlecht erkennen. Dafür haben wir aber auch unser Radarsignal. Da ist es. Okay. Da ist der Radar Return. So. Anton wird unter 15 Knoten geschätzt. Genau, dann bin ich ja mit 12 gar nicht mal so verkehrt. Da geht's los. Das war unsere Deutschlandklasse, die schießt. Schauen wir mal, wie die Treffer landen. Ob der die Entfernung richtig hat. Bietet sich natürlich jetzt an, erstmal den Zerstörer zu versenken und dann können wir uns austoben. Dann sucht sich jeder ein Ziel aus. Ich denke, das machen wir auch. Ah ja, Deutschland liegt schon ganz gut dabei. Oder Graf Spee ist es ja. Also dann. Geben wir unseren ersten 3 Schüsse ab. Schauen, wie die landen. Der Kollege schießt schon ganz gut zurück hier. Aber auf die Distanz, naja, wird er wohl kaum irgendwas Wichtiges treffen. Okay, kurz und zu weit vorn. Das heißt, die Geschwindigkeit ist doch niedriger. Und der Winkel stimmt auch nicht ganz. Also vielleicht doch eher 80. So, dann machen wir mal. Jetzt gucken wir, dass ich erstmal ein bisschen Munition spare. Ja, die waren schon ganz gut, aber immer noch zu viel Vorheit. Hier haben wir keinerlei Peilung. Das sind jetzt alle Ziele, die unsere Leute erkennen. Da ist noch ein Kriegsschiff irgendwo. Na gut. Bisher habe ich keinerlei weitere Schiffe, also Kriegsschiffe, entdeckt. Also sollten wir uns hier austoben können. Da kommt der Treffer rein. Ich würde mal befehlen, dass die Torpedoangriffe fahren. Ich will das einfach mal gesehen haben, ob das funktioniert. Aha, jetzt haben wir Feuer an Bord. Hoppala. Das ist schlecht. Ah. Na gut, dass da gut gepanzert ist da oben. Ja, das ist tatsächlich ärgerlich. Das heißt, der Feuerleitcomputer ist zerstört. Ich mal ganz kurz gucken, ob das hier noch funktioniert. Nein, tatsächlich nicht. Gut, dann müssen wir wechseln. Dafür haben wir mehrere. Interessant, das ist mir auch noch nie geschehen. Naja, was soll's. Jetzt haben wir zwar kein Radar mehr, aber brauchen wir auch nicht. Hier auf die Entfernung geht es auch ganz gut mit dem optischen. Sehen wir, da schälen sich die Silhouetten so raus. Nebeneinander. Jetzt, da war's. So. Buglage links.
85, Geschwindigkeit, was macht er? Unter 50 Knoten, ja. Machen wir 10. Ja, 5, machen wir 5. Und dann... Treffer. Schön, auch an der Wasserlinie, ist gut. Dieser ging daneben. Meter. Volle Breitseite. Sollte das auch gegessen sein, das Thema. Jawohl. Boah, Wahnsinn. Also wenn er jetzt nicht sinkt, dann weiß ich auch nicht. Ja, der ist weg. Gut. Wäre das erledigt. Also dann laden wir um auf Sprenggranate. Und jetzt fängt der spaßige Teil an. Jetzt können wir nämlich im Prinzip den nächstbesten uns vorknöpfen. Wahnsinn, okay. Der Hund schießt auf uns. Was ist das? Mal grad gucken. Wer bist du denn? Ah, Kreuzer. Interessant. Gut, dass wir den vorher noch gar nicht gesehen haben. Scheiße. Gut, Buglage links. Dann stellen wir mal doch wieder auf AP, wa? Knoten. Das erklärt auch die schweren Treffer, die wir kassieren. Tatsächlich ganz gut. Ja, das wird jetzt übel. Aus nächster Distanz dem da eine zu verpassen, bin ich mal gespannt. Aber das ist so ein alter Kreuzer, ne? Hoch. Neutral. Leicht Backward noch. Der ist verdammt nah. Glocke Nord, Ost, aber hier, so, ja. Oh, volle Breitseite. Jawohl, Treffer. So wollte ich das haben. Gut, dann haben wir alles, was wir haben wollen. Jawohl, ein bisschen langsamer wird er schon. Vielleicht Treffer geschuldet. Boah, Wahnsinn. Okay. Ja, der wird nicht mehr lange was zu lachen haben. Starker Schlagseite zu sehen. Ich sag doch, ich habe was erkannt mit Turm am Anfang. Habe ich doch nicht das eingebildet. Naja, das hätte uns vielleicht das Radar gerettet. Hätten wir den früher erkannt, weil das erklärt die schweren Treffer auf die Distanz. Naja, so ist das halt. Ja, dem geht es gar nicht mal so gut, dem Kollegen. Wie ihr seht. Also da wäre ich mit gerne an Bord. Glück, dass wir dann doch die größere Feuerkraft haben. Und auf der Distanz kann man auch nicht wirklich verfehlen. Nicht mehr.
Er sinkt schon. Also so viel mehr brauchen wir ihm gar nicht geben. Eine letzte Salve, die gar nicht mehr ankommen wird. Ja, doch. Ja, ein für die Reise. Gut. Wird das auch erledigt. Das war unverhofft, aber wir haben es irgendwie überstanden. Das heißt jetzt ganz hart Steuerbord. Und neues Ziel. Auf jeden Fall schon aufgefallen ist in diesem Spiel, wenn man der KI sagt, die sollen treffen, das funktioniert nicht. Wie ihr seht, also die Schüsse, wenn ich die selber setze, wir sind quasi, wir können ihn quasi anfassen, den Kerl, ja. Achso, ich muss natürlich auch der KI komplett sagen, sie sollen aufhören. Das geht mir noch nicht so ganz in den Kopf, warum das so ist. Ich muss noch mein Schiff finden hier. So, da. Bitteschön. Also. 4000 Meter. In der Fahrt, ja, irgendwie so. Passt. Dann HE. So. Wenn ich jetzt selber schieße, werdet ihr sehen. Hoffentlich. Genau. Direkt getroffen. Auf 4000 Meter kann man ja auch nicht verfehlen. Da ist völlig egal, was du in den Rechner eingibst, mehr oder weniger. Das ist quasi wie mit einer Galeone schießen. Einfach nach Gutdünken. Und das verstehe ich nicht so ganz, warum die KI sich das schwer tut. Dass man das jetzt so gemacht hat, dass man nicht einfach immer der KI sagt, schießt und trifft jedes Mal. Das verstehe ich natürlich. Im Rahmen des Sinnvollen. Aber, wir haben unsere Mission abgeschlossen. Gut. Nichtsdestotrotz finde ich ein bisschen merkwürdig, dass es so schlecht quasi dann ist im Vergleich. Also warum kann ich so viel besser schießen als die Besatzung, die ja dafür ausgebildet ist und eigentlich das auch können sollte. Also, ich kann es ja auch, so ist es nicht, aber halt schlechter. Naja, wie dem auch sei. Dann machen wir es eben händisch, macht eh Spaß. Ist ja okay. Zack. Seht ihr, was ich meine? Volltreffer, der sollte eigentlich direkt weg sein. So einen krassen Treffer. Geht aber noch, okay. Aber das sind natürlich so Kleinigkeiten, die man noch anpassen kann und wahrscheinlich auch wird. Zum Beispiel wird dann auch natürlich die Verbündeten ein bisschen hilfreicher dann im Kampf. So, der sinkt auch schon, der ist weg vom Fenster. Ja, vielleicht noch eine Salve. Auxiliarkanonen. Aber ich denke, dann ist er durch. Breitseite. Das ist natürlich jetzt auch der größte Albtraum für die, weil jetzt gibt es gar keine Hoffnung quasi zu entkommen. Also, da wären ja vielleicht sogar noch U-Boote besser. Sag mir nicht, das ist der Zerstörer von Anno Piv. Wo ist unsere Flotte? Unsere Jungs sind schon kommt. Ah ne, das ist unser Zerstörer, okay. Schießen wir den mal nicht tot. Dann macht er seine Torpedoangriffe, okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Okay, das gucken wir uns mal. Noch eine rein und dann gucken wir uns das mal hier in der schönen Sicht hoch. Oder was ist sein Plan? Fährt einfach mitten rein. Was ein Teufelskerl. Funktioniert auch. Ah, da sind die Torpedotreffer. Schön. Hahaha. Geil. Der hat den Torpedo einfach persönlich geliefert und den anderen hat er auch getroffen. Wahnsinn. Oder war das unserer? Ich glaube, das war unserer, ne? Ja, wahrscheinlich. Ne, das war unserer. Ach, keine Ahnung. Ist auch geil. Wir schießen eh alle zu Klump. Der singt auch. So, nächstes Ziel. Das können wir uns jetzt aussuchen. Zack. Viel ist nicht mehr übrig.
aus. Aber ich glaube, er fährt auf uns zu. Dann, wobei, vielleicht schieße ich lieber auf die, die näher sind. Ist der durch? Ah, der brennt. Ich meine, der sinkt. Er könnte noch eine vertragen, glaube ich. Buglage kommt hin. Ich will nur aufpassen, unser Torpedoboot nicht zu treffen. Warten wir mal vielleicht ab, bis er da raus ist. Ah, es sind ein paar hundert mehr, sollte passen. Ja. Mit den großen warte ich lieber noch. Sicher ist sicher. Wenn die jetzt gut liegen, dann gibt es eine Salve. Ja, okay, ein bisschen weiter. Jetzt raus. Ja, viel gibt es nicht mehr zu tun, glaube ich. Zack. Uiuiui. Ja, das war schnelle Abhilfe. Das hat sich schnell erledigt. Ja, ich glaube, wir haben noch einen Patienten, oder? Na gut, er wird jetzt vom Torpedoboot fertig gemacht. Das heißt, ja, wir haben nur noch unseren letzten großen Kunden hier hinten, der aber schon Volltreffer kassiert von unserem letzten Torpedoboot. So, während jetzt hier die letzten Schüsse fallen, kann ich schon mal unserer Flotte hier sagen, wir sollen wieder in Formation gehen. Auch Spee, der irgendwie sowieso nicht so wirklich mitgespielt hat. Zumindest am Anfang noch, aber danach sich scheinbar zu schade war. Das ist das letzte Zeichen des letzten Ziels. Gut. Damit wäre es geschafft. Die Türme wieder nach vorne drehen. Und ja, wir haben unser Gefecht erfolgreich zu Ende geführt. Und den gesamten Konvoi aufgerieben. Das ist natürlich ganz nett. Jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Aha, also ganz ungeschadet sind wir nicht davon gekommen. Wir haben hier 2 Shots, die einen Dicktreffer kassiert haben. Das kommt davon, wenn man den Kreuzer zu spät erkennt. Aber gut. Wie dem auch sei. Aber nichts, was kritisch wäre. Also nichts Schlimmes. Ah, das könnte ein Problem sein. Ja, okay. Ja, das ist tatsächlich schlecht. Der zentrale Propeller ist gut beschädigt. Waffen sehen gut aus. Ja gut, das war natürlich ein Volltreffer dann. Naja. Aber sonst ist eigentlich alles im grünen Bereich. Feuer hat es nicht gegeben. Okay. Gut. Naja. Das heißt, neuer Kurs. Wir sehen zu, dass wir Land gewinnen. Und zurück zu den Lofoten. Zurück nach Narvik. Zumal wahrscheinlich jedes Schiff der Royal Navy jetzt auf dem Weg zu uns ist. Ja, wie immer, vielen Dank an die Luftwaffe. Ich denke, die Royal Air Force kann uns hier nicht erreichen. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir werden jetzt zusehen, dass wir zurück zu den Wegpunkten kommen. Äußerst mit voller Kraft. Und erstmal Distanz zwischen dem ehemaligen Konvoi und uns bringen. Das ist die Graf Spee. Okay. Also dann.
Und ja, Mission war ein voller Erfolg. Wir haben im Prinzip alles zerstört. Und wie wir sehen, also unsere Genauigkeit war wirklich gut. Die Hauptkanonen, also die Hauptgeschütze. Das heißt, ja, 25% ist völlig unrealistisch, realistisch gesprochen. Also ich glaube, die durchschnittliche Genauigkeit lag irgendwie zwischen, ich glaube, bei 4%, irgendwie so. Also das, was wir hier finden, ist etwas realistischer. Ja, alles zerstört. 55.700 Bruttoregistertonnen insgesamt. 4, also 3 Kriegsschiffe, der Kreuzer, die HMS Kent und 2 Tribal-Zerstörer und natürlich dann, ja, der Konvoi. 4 davon haben wir selber zerstört. Und ja, wie ihr seht, also die Sekundärbewaffnung ist gar nicht mal so genau und gar nicht mal so stark. Und wir haben aber auch nur 10 Treffer kassiert. Das heißt, es waren wirklich 2 Volltreffer, die uns durchschlagen haben. Und dann eben das Fluten der beiden Shots verursacht hat und auch den Motor. Da sieht man mal, wie schnell das gehen kann. Und wenn man Pech hat und einen guten Treffer kassiert, dann war es das schon. Ja, das heißt, Mission erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich bitte wissen, was ihr davon haltet. Ich hoffe, ich kriege das ganz gut zusammengeschnitten, weil das ja jetzt schon wieder lang war. Also Missionstime 1 Tag. Ich habe jetzt eine Stunde lang quasi gespielt, etwas mehr. Also dann, ja genau, gebt mir gerne Feedback und ich bin mal gespannt, wie sich das Spiel entwickelt. Wenn es euch interessiert, dann können wir gerne noch mehr jagen gehen. Man kann eben den ganzen Atlantik beschiffen, theoretisch. Es gibt also noch viel zu tun und natürlich könnte man sich auch größere Schlachten gegen andere Hauptkampfschiffe liefern. Das steht alles noch zur Verfügung. Das heißt, ja, wie gesagt, gebt gerne Bescheid und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!